Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Wollen wir mal gucken, was ich heute weitergeben darf. Ja, hier kann sich ganz plötzlich mal etwas beenden. Etwas, das sich im Kreis gedreht hat, wird urplötzlich angehalten. Es sind auch so Dinge, wo man sagt, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, ich lasse jetzt etwas komplett weg. Es kann auch eine Verletzung im Beziehungsbereich sein, eine Wunde, die aus diesem Themengebiet kommt. Wenn jetzt noch die Berufskarte oder so kommt, könnte auch irgendwas wie Vertragswechsel sein. Hier wird eine Wende stattfinden, die bringt ein bisschen Glück, denn wir haben den Stern hier. Hier hat man vielleicht auch eine Lektion gelernt. Wir haben dieses Ding, dass man eine Vision auch wieder vergrößert, indem man sich hier etwas beschneidet. Ne? Ist so rasche Einsicht oder sowas zu sehen. Man entledigt sich einer Sache. Man hat den Wunsch, sich irgendwo rauszunehmen. Es kann hier speziell etwas sein, wo man auf einmal merkt, spürt und sieht, dass man irgendwo einen doppelten Verlust hat, wenn man etwas weiter tritt. Ne? Das Thema ehrlich zu sich selber sein ist hier sehr wichtig. Einen klugen Zug machen ist hier auch sehr wichtig. Ja, irgendwas ist langweilig, eingefahren, eingesessen. Etwas braucht sehr lange, um dass es irgendwie sichtbar wird. Und hier ist die plötzliche Auflösung. Es kann hier tatsächlich auch ein Lebenskreislauf sein, der mit viel Mühe aufrechterhalten wird, aber nichts dabei rauskommt. Man merkt irgendwie plötzlich, man macht ein Minusgeschäft für sich selber, kann jetzt emotional sein, kann aber auch tatsächlich in irgendeinem Bereich sein. Jetzt kriegen wir hier mehrere Bereiche. Wir haben hier tatsächlich das Liebes- und Beziehungsleben. Es kann sein, dass man hier merkt, ich buttere in eine Situation rein, von der mein Gegenüber mehr hat als ich und ich fühle mich, als sei ich im Verlust. Wenn du Single bist, kann hier sein, dass plötzlich jemand kommt, der dein Beziehungsleben wieder ins Plus bringt. Es sind vielleicht auch Worte, die gesprochen werden, weil wir ja das Thema Ehrlichsein hier haben. Worte, die verletzend sein können, Worte, die Wunden hinterlassen haben. Irgendwas, was gedeckelt wurde, wo man jetzt denkt, so, jetzt muss ich es sagen, ich muss es aussprechen, ich muss mich da rausnehmen aus diesem Konstrukt. Es ist sehr speziell hier. Es kann auch das Familiensystem betreffen oder etwas, was man, naja, ich sage mal, lange Zeit getreten hat, es aber nichts, aber auch gar nichts eingebracht hat. Hier ist Unterstützung, auch wenn man sagt, ich nehme mich jetzt raus, ich mache was alleine. Vielleicht geht es auch darum, dass man hier sehr viel jemanden gegeben hat.
Das Thema Entschlossenheit scheint eine Rolle zu spielen. Also hier ist so dieser tiefe Entschluss, etwas, was man gegeben hat, nicht mehr zu geben, weil die Sensibilität enorm hoch ist. Hier kann man schon auch von so Verletzungen sprechen, ne? Empfindlichkeiten. Unten am Deck haben wir noch die Zeichen. Hier ist ja dieses, ne, Trauschau wem. Und wir nehmen einfach etwas wahr, was nicht mehr richtig passend ist. Ja, hier kommt der Erntemond mit dem Thema Entspannung. Hier ist vielleicht auch Anspannung gewesen, der man sich entledigen will. Man wird hier auch unterstützt. Ja? Egal, was du dir hier sagst, hier mache ich nicht mehr mit, hier nehme ich mich raus, du fällst weich sozusagen. Die Sense ist im Prinzip auch das Zeichen für eine Ernte, ne? Man erntet, was man sät. Es kann auch ein Ausgleich sein, der ja einen Kampf beendet oder der mehr Harmonie mitbringt. Und alles, was man sich erarbeitet hat oder wo man investiert hat, das bringt hier seine Früchte. Das heißt, hier kommt der Lohn. Du kannst entspannen, nimm dich raus aus dem Kreislauf. Es ist auch alles gut und es ist auch nicht nötig, dass man sich ständig abkämpft und abmüht, um voranzukommen. Man kann hier Bürden ablegen, die Seele baumeln lassen, entschleunigen, Ruhe einkehren lassen und Kontrolle loslassen. Das könnte im weitesten Sinne auch das Thema sein, dessen man sich beschneidet, das aus dem Beziehungsbereich kommt. Unter Umständen kommt die Ernte hier auch woher, wo wir sie nicht erwartet haben. Und es geht einfach darum, mit weniger Druck zu guten Ergebnissen zu kommen. Wir haben ja hier die Sterne, ja tatsächlich auch ein bisschen Magie, ein magischer Prozess irgendwo zu sehen. Eine tiefe Erkenntnis liegt dahinter, das Eingestehen von irgendwelchen Sachen, das Aussprechen von irgendwelchen Dingen. Es kann auch die Grenze sein, die man hier setzt im Prinzip. So, dann haben wir hier noch die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuerlust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Also die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, mal einen Weg komplett anders zu wählen, als man es bisher getan hat. So, was möchte unsere Seele uns hierzu noch sagen? Lebe deinen Traum. Hier geht es darum, dass man überhaupt, die Karten sagen Ähnliches, dass man mal hinspürt, wo möchte ich denn etwas umsetzen, anstatt es nur zu träumen oder wo möchte ich etwas mal wahr machen, wo lasse ich diese Kraft raus. Ne? Hier hat man vielleicht auch die Mittel dazu und die Vorstellung, aber befindet sich in irgendeinem Kreislauf, der ja, nicht richtig nach vorne bringt. Und hier sagt man, hier ist Schluss damit. Ich nehme mich wo raus und kümmere mich um meine Dinge. Da muss ich schmunzeln. Ihr kennt es alle.
Manchmal reicht ein kleiner Moment und die Stimmung kippt. Und es geht darum, die Dinge wieder mit Humor zu nehmen oder mit Humor zu betrachten, auch wenn solche Momente sind. Da reicht ja manchmal ein Wort, ein Blick, ein hochgezogenes Auge und so. Und schwuppdiwupp ist die Laune weg. Es kann hier schon auch sein, dass sich etwas entlädt. Aber es ist hier mit Sicherheit etwas, was lange aufgestaut auch wurde. Ihr Lieben, seltsame, spezielle Legung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.